Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es darum, wie man so ein Cycloid-Getriebe in Fusion designt. Und das Ganze ist gar nicht so schwer wie gedacht. Es gibt nämlich einen Generator dafür, wie man sich so eine Zeichnung anfertigen lassen kann. Und dann muss man nur noch die Volumenkörper erstellen. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal. Also dieses Skript findet man hier. Am besten das ZIP runterladen und dann das ZIP entpacken. Danach kann man das Skript einfach importieren. Und das können wir einfach mal starten. Und dann sieht man hier einige Parameter. Ich will gar nicht zu tief darauf ins Detail eingehen. Kann einfach mal hier die Vorschau generieren. Diese Parameter sind nämlich genau richtig schon abgestimmt darauf, dass das Ganze in den NEMA 17 Schrittmotor reinpasst. Genau, so. Und dann kann man das einfach generieren. Ich blende jetzt einfach mal Top aus und das und den Output Shaft. Dann sieht man nämlich hier, das sind die Exzenterscheiben oder das ist eine davon. Beim Cycloid-Getriebe hat man zum Beispiel 2 Exzenterscheiben, die um 180 Grad versetzt sind. Wir haben hier unsere Welle, das ist diese hier. Man sieht, der Mittelpunkt ist genau hier verschoben um diesen 1 mm, den wir eben definiert hatten. Das heißt, wenn ich das Skript nochmal aufrufe, dann hat man das ganz gut. Das ist diese, ich jetzt 2 angebe, dann ist der Mittelpunkt um 2 mm verschoben und dann sieht man, das ist ein bisschen verschoben. Okay, aber darum soll es ja heute eigentlich nicht gehen. Wenn man das so vor sich hat, dann macht man einfach eine Extrusion daraus. Drückt die Taste E und die Exzenterscheiben habe ich zum Beispiel 4,85 mm hoch gemacht. Die waren ursprünglich 5 mm hoch. Das sind allerdings jetzt abzüglich der Toleranzwerte, die man beim Bambolab P2S hat, damit die Scheiben genug Spiel haben und nicht zu sehr aneinander reiben. Das sind eigentlich die perfekten Werte, wenn man das am Ende so ausdruckt, und deswegen werden wir das auch so machen. Das heißt 4,85. Wir erstellen einen neuen Körper daraus. Danach, es geht eigentlich jetzt nur noch weiter darum, dass man erstmal die ganzen Körper hier extrudiert. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die äußere Hülle ansehe, die ich erstellt habe, dann sieht man, dass sich dieses Profil hier hier wiederfindet. Das heißt, wir haben hier eine Höhe von wieder die abgestimmte Größe. Wichtig ist allerdings hier die interne, und das sind 10 mm genau, weil 2 Scheiben A5 mm sind 10 mm abzüglich der 0,15 mm Toleranz. Das heißt, wir selektieren uns hier die ganzen äußeren Punkte und machen die jetzt erstmal 10 mm hoch. Aufpassen, dass das auch wieder ein neuer Körper wird hier. So, und jetzt ist quasi schon das Äußere fertig. Das Innere beachten wir jetzt erstmal nicht, weil das ist der Output hier. Das machen wir nachher. Was wir jetzt machen ist, wir zeichnen dieses Gehäuse erstmal. Das Einfachste, was man eigentlich machen kann, ist, man nimmt diesen Schrittmotor und ich würde mir den jetzt einfach mal kopieren. Ich schiebe den einfach mal hier rüber. Was man am einfachsten jetzt eigentlich macht, wir nehmen diesen Körper hier und machen eine Punkt-zu-Punkt-Verschiebung. Nehmen den Mittelpunkt von dieser Welle und packen ihn auf diesen Mittelpunkt. Das ist der Mittelpunkt von der Motorwelle, von der Eingangsmotorwelle später. Nicht der Mittelpunkt von diesem Kreis, weil das ist unsere Exzenterwelle. So, dann packen wir das da rein. Das wird natürlich jetzt nicht so ganz passen. Das ist aber jetzt völlig egal, weil wir haben jetzt die Anordnung richtig. Und was wir als nächstes machen, wir möchten ja diese äußere Hülle quasi genauso machen, dass sie hier drauf passt. Das lässt sich eigentlich relativ leicht machen, indem wir eine neue Skizze erstellen. So, und dann machen wir eine Projektion von
dieser Fläche hier. Und was man hier jetzt schon sieht, ist, er hat jetzt quasi hier die Skizze projiziert auf diese Ebene. Jetzt könnten wir das dann auch eine Extrusion erstellen daraus. Die könnten wir jetzt schon direkt bis hier oben hinziehen, wenn wir jetzt verbinden machen. Das ist natürlich Quatsch, weil uns geht ja so das Profil hier verloren. Das machen wir natürlich nicht. Deswegen, wir sind noch nicht ganz fertig. Man könnte eigentlich ein Negativprofil hiervon noch machen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Man sieht, ich habe hier einen Radius, einen Kreis gezeichnet, einfach auf diese Fläche. Und das können wir hier auch machen. Gehen wir hier in den Mittelpunkt. So weit natürlich nicht machen. Wir müssen das hier hin machen. 17 mm hatte ich, mal 2 im Durchmesser. So würde das perfekt passen. Und danach können wir eine Extrusion machen. So, und dann können wir sogar verbinden. Und dann haben wir schon mal das äußere Profil. Die Schraubenlöcher sind auch an der passenden Stelle. Die werden allerdings nicht passen. Hier sind sie 3,55 mm. Hier sind sie 3,4. Das ist wieder dieser Toleranzwert von 0,15, den man beim P2S braucht, damit die Schraubenlöcher perfekt passend sind. Okay, dann designen wir jetzt noch diesen Toleranzwert hier rein. Der Radius ist 1,775. Das heißt, wir machen dieses Loch um 0,15 größer. Dazu nutze ich immer hier diese Funktion. Natürlich geteilt durch 2 werden. Damit würden die jetzt auch wunderbar schon passen. Was man hier natürlich jetzt noch fehlt, ist der Boden. Daher kommen auch diese 2,911. Das ist nämlich unter anderem hier die Höhe von diesen zu diesen Ringen. Das sind 2 mm plus ein kleiner Toleranzwert, nämlich die 0,9. So, die kann man auch da rein designen, indem wir uns noch einmal die Skizze anzeigen lassen. Dann sieht man, dass dieser Ring hier wunderbar diesen Ring hier widerspiegelt. Genau, auch hier habe ich wieder die Toleranz genutzt. Wir extrudieren das einfach mal jetzt um -2 und erhalten dann dadurch schon diesen fertigen Boden von unserem äußeren Gehäuse. Ich hoffe, dass die Körper sich jetzt nicht verbunden haben hier. Die haben sich nämlich schon verbunden. Das ist natürlich nicht schön. Das können wir verhindern, indem wir diesen Körper hier vorher ausblenden. Das ist der hier. So, und jetzt können wir den wieder einblenden und dann sind das 2 unterschiedliche Körper. Okay, und jetzt machen wir auch hier wieder die Toleranz rein. Also 1,5 geteilt durch 2 minus und erhalten dann hier die 24,15. Unser Getriebe ist jetzt schon ziemlich weit, fast zur Hälfte schon fertig. Als nächstes kopieren wir jetzt erstmal die in unsere Komponente rein. Das ist unsere, jetzt einfach mal 2. Da ist jetzt unser Exzenter drin und das äußere Gehäuse. Wir könnten theoretisch jetzt das Gehäuse fertig zeichnen. Ich würde allerdings erstmal diesen Part hier zeichnen. Das heißt, wir kopieren diese Scheibe einfach, nehmen den Körper, erstellen eine Kopie, die erstellen. Dann gehen wir einfach mal 6 mm hoch. Der wichtigste Teil hierbei ist jetzt, das wird vielleicht in der Schnittanalyse auch gut deutlich, das ist eine Kopie von der unteren. Das heißt, die ist einfach, die eine Scheibe ist um 180 Grad versetzt. Und zwar so, dass auch noch die Löcher für die Ausgangswelle schön übereinander liegen. Wie man das am geschicktesten macht, ist, man kopiert sich, wie wir jetzt hier, diese eine Scheibe. Das sind unsere beiden Exzenterwellen. Die eine drehen wir jetzt um 180 Grad um die Achse von unserem Input. Und dann drehen wir das Ganze um 180 Grad. Wenn wir uns jetzt aber das einblenden, das äußere Gehäuse, dann sehen wir, das passt nicht so ganz aufeinander hier. Also hier stoßen die zusammen. Was man da dann macht, ist, wir nehmen uns nochmal die Exzenterscheibe und drehen diese aber diesmal um den Mittelpunkt von sich selbst. Da drehen wir die Scheibe, bis wir eine Position haben, wo alles übereinander passt. Und idealerweise gibt es da nur eine Stellung und das ist nämlich die, wo hier die Inneren alle übereinander liegen und durchpassen würden, plus in dem Äußeren gibt es keine Kollision. Das ist hier jetzt um 90 Grad. Da das Ganze jetzt relativ
unübersichtlich wird, werden wir jetzt erstmal die verschiedenen Komponenten mit Farben versehen. Und dazu ziehe ich einfach jetzt hier die Farben drauf und nehme einfach diese hier und die hier. Und dann sieht das schon relativ gleich aus. Und als nächstes machen wir die Welle. Dazu schauen wir uns das Original mal an, worauf es da ankommt. Dazu blende ich das einfach mal alles aus. Also zum einen geht es darum,